Ist es endlich wahr geworden? Hat Bosch endlich ein Einsehen mit uns? Hat Bosch die beste Tischkreissäge der Welt gebaut? Vor wenigen Tagen wurde die große Tischkreissägen-Neuheit vorgestellt. Und ich weiß, dass viele, wirklich Tausende von euch diese Säge haben oder sich immer schon gesagt haben, Mensch, wäre es nicht cool, wenn Bosch eine Säge rausbringt, die viele Dinge von genau dieser Säge hat. Und was hat Bosch gesagt? Ja, wir machen es, wir bringen so eine Säge raus. Und vor kurzem gab es das Announcement für die neue Tischkreissäge von Bosch. Und die schauen wir uns heute mal genau an und dann kriegen wir raus, wird das die beste Tischkreissäge? Ich muss sagen, ich habe es auch verpasst. Ich habe die Sendung verpasst, nämlich Bosch Live und Blau habe ich nicht live angeschaut. Aber was hat Bosch gemacht? Sie haben wirklich live eine neue Tischkreissäge vorgestellt und die gucken wir uns heute mal an. Denn wie häufig stellt schon Bosch mal eine neue Tischkreissäge vor? Diese Säge ist gefühlt vor 291 Trilliarden Jahren rausgekommen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, die GTS 635 zum Beispiel, die kam im Jahr 2019 so um den Dreh, also schon lange her und seitdem gab es echt nichts Neues. Aber Dewald hat nicht geschlafen. In der Zeit ist es so, dass es diese beiden Sägen zum Beispiel gab. Wir haben hier eine Zahnstangenführung, wir haben innovative andere Techniken und Bosch hat über viele Jahre nichts Neues rausgebracht. Und jetzt ist es soweit. Bosch hat die beste Säge von Bosch wahrscheinlich oder die beste Säge der Welt rausgebracht und das müssen wir uns unbedingt mal angucken. Denn wenn du schon immer gesagt hast, ja, ich bräuchte schon eine neue Säge, aber ich bin absoluter Bosch-Fan und ich möchte mir vielleicht keine Dewald kaufen, dann solltest du vielleicht warten, denn in wenigen Wochen kann man die Säge kaufen. Wahrscheinlich, nach den aktuellen Gerüchten. Und dann ist es echt ein Blick wert. Aber lasst uns anfangen. Lasst uns mit dem Elefanten im Raum anfangen. Das ist eigentlich kein Elefant, das ist ein Dinosaurier. Das ist ein ganzer Planet, der auf einmal in diesem Raum ist. Nämlich das Thema Zahnstangenführung. Diese Säge wurde komplett neu entwickelt und rankt sich eigentlich im Kern um das Thema Zahnstangenführung und eine komplett andere Logik, wie diese Säge aufgebaut ist. Wenn wir uns jetzt die GTS 10 anschauen, ist es so, dass wenn wir sie jetzt hier ausziehen wollen zum Beispiel, Hebel nach oben, geht auch wunderbar, ja, ist gar kein Thema, kann sie ausziehen, machen und tun. Aber es gleitet einfach nur nach vorne und hinten und ist komplett unabhängig auch von diesem Anschlag. Und wenn wir uns jetzt den Anschlag angucken, ist es so, und das ist ja das Hauptthema eigentlich dabei bei der Zahnstangenführung, ist nicht nur, dass ich das hier auf eine Zahnstange vor und zurück schiebe, sondern auch wie der Anschlag da drauf liegt auf der ganzen Sache. Und hier ist es so, bei der alten Säge, ich habe hier einen Anschlag, ich kann ihn verschieben, hier zum Beispiel auch hier anfassen, hier hinten kann ich nicht verschieben. Ich kann nur hier verschieben, ja? Weil dann hier hakt es. Ich kann zum Beispiel aber auch hier die Säge verbiegen, wenn ich das jetzt meinetwegen will, kann es festmachen, habe dementsprechend hier gar keinen geraden Schnitt mehr. Im schlimmsten Fall drehe ich es jetzt in die andere Richtung. Wenn ich die sauber ordentlich benutze, wird es in der Regel immer einen ordentlichen Anschlag hier haben. Das passt schon halbwegs. Aber wenn du es garantiert haben willst, möchtest du eine Zahnstangenführung haben. Wie wir es hier zum Beispiel bei der Säge sehen. Hier ist es so, dass wir hier unten eine Zahnstange haben. Wir haben hier eine Führung, die mit der Zahnstange verstellt werden kann, aber der Parallelanschlag sitzt fest da drauf, auf diesen Führungen. Das heißt, den kann ich nicht nochmal separat verstellen, muss ich auch nicht. Und ich kann zum Beispiel jetzt hier anfassen, kann aber auch hier anfassen. Kann das überall, geht wunderbar, macht die große, macht die klein. So, was ist der große Vorteil? Ich kann das Verhältnis von dem zu dem nicht ändern, muss ich auch nicht, das ist immer garantiert parallel. Immer. Ja? Und jetzt schauen wir uns das doch mal jetzt bei Bosch an. Und hier sehen wir genau dieses Prinzip. Wir sehen jetzt hier hinten eine Zahnstange, wir sehen vorne diese Zahnstange und wir sehen hier die Führung. Ja, genau an der Stelle. Das heißt, wir haben dasselbe System. Wir sehen sogar genau hier diese 1, 2, 3 Befestigungspunkte. Nämlich hier haben wir auch 1, 2, 3, die müssten hier hinten irgendwo sein, Befestigungspunkte, um einerseits das Ganze auf die andere Seite zu tun, um hier sägen zu können, andererseits, um entsprechend sehr weit außen sägen zu können oder auch nah ans Sägeblatt zu kommen. Genau das sehen wir hier bei Bosch entsprechend auch. Und das heißt, dass wir die komplette Logik übernehmen, wie wir es auch bei den anderen Sägen haben. Das hat übrigens nicht nur Dewald exklusiv, sondern es gibt auch Sägen von Flex oder von Ryobi, gibt es glaube ich auch inzwischen Modelle mit einer ähnlichen Logik. Aber jetzt kommt es auch von Bosch. Und da haben wir jetzt übrigens noch einige so Kleinigkeiten, die wir denken müssen. Nämlich, wenn wir jetzt das Ganze nehmen und voll ausfahren, was die Kollegen hier übrigens auch machen im Video, ihr seht das hier jetzt gerade, dann, wenn es voll ausgefahren ist, ist natürlich ein Thema, wie gut ist jetzt dieser Anschlag? Ist er wirklich massiv? Hält er den ganzen Stand? Das ist noch rauszubekommen, wenn die Säge da ist. Etwas, was absolut identisch ist zum Beispiel aber auch das hier. Wir sehen hier so eine Art kleine, ja, so einen kleinen Anschlag, den wir nach unten klappen können, hierhin, dann können wir sehr nah am Sägeblatt arbeiten. Um übrigens richtig ranzukommen, müssen wir hier in das zweite Loch und das hier
wechseln, dann können wir ganz nah ans Sägeblatt ran. Macht Bosch genauso. Genauso ist es aber auch so, dass wir das Kleine hier nehmen können, eine Etage tiefer, und dann haben wir hier eine Auflagefläche. Ja? Wir haben hier eine gemeinsame Auflagefläche und können deswegen hier entsprechend das in die Breite tun. Das ist bei der GTS 10, haben wir eine recht breite Auflage, die wir immer mit uns herschieben. Das brauchen wir aber nicht mehr. Dadurch kann die Säge wesentlich kompakter werden. Zum Thema Größe müssen wir auch gleich noch mal sprechen. Was ich übrigens schön finde, ist eine Kleinigkeit, die wir hier auch haben. Wir haben hier den Schiebestock direkt zugreifbar. Ist bei Bosch auch so. Früher war das immer hier unten irgendwo. Wenn du es abgemacht hast, dann so. Das nervt. Du kriegst es nicht wieder sofort intuitiv ran. Hier, andere Sache, nimmst das Ding, zack, zack, ran. Das ist gar kein Problem, weil du es siehst, du hast im Sichtfeld und es gibt keine Ausrede mehr, den Schiebestock nicht mehr zu benutzen. Durch die Zahnstangen gibt es noch etwas, was sich verändert hat, und das finde ich richtig wichtig und wirklich gut. Und zwar Folgendes. Wir haben hier eine Einteilung, wo, wie, was. Wo ist eigentlich gerade der Parallelanschlag im Verhältnis zum Sägeblatt? Wie viele Zentimeter sind das denn eigentlich? Und wenn ich mir das hier angucke, da ist so eine ganz merkwürdige Libelle, wo, wenn ich von rechts und links gucke, weiß ich nicht so richtig, wo ich bin. Das ist jetzt anders. Wir haben jetzt hier diese Option, die ganz genau, präzise anzeigt, ich bin genau da. Sollte sich da mal was verstellt haben, zwei Schrauben hier vorne, einfach die Schraube 1 und Schraube 2 lösen, dann kann ich es mir auch perfekt einstellen und so habe ich kein Rätselrad mehr, wie ich es in der Vergangenheit hatte. Lass uns mal über die Größe sprechen. Wie groß ist die Säge eigentlich? Und durch die neue Führung, durch den neuen Anschlag, können wir eine deutlich kompaktere Säge bauen. Wichtig ist nochmal, was ist das eigentlich, oder was ist eigentlich der Vorgänger oder der Nachfolger dieser Säge? Nachfolger wissen wir nicht, aber was ist der Vorgänger? Der Vorgänger ist nicht die GTS 10 XC, sondern die GTS 10J. Das hat so eine Rohrkonstruktion, sehr kompakte Säge, wirklich was nehmen, auf die Baustelle sägen, wieder rauf auf den Pickup oder rein in den Transporter und dann geht es wieder los. Dafür ist die Säge gemacht. Die GTS 10 XC ist zwar auch eine Baukreissäge, auch zum Mitnehmen, aber beim Mitnehmen muss man schon sagen, das ist auch schon richtig Gewicht. Ja? Also das ist schon nochmal ein krasses Ding. Und dementsprechend ist es eine viel kompaktere Säge. Das bedeutet aber auch Folgendes. Bei der großen Dewalt haben wir hier einen Auslass, ja, den wir hier durchtun können. Also wir haben hier eine richtige Breite, die wir ausziehen können und können hier 83 cm sägen. Das ist irre viel. Bei der kleinen Säge hier sind es nur 63. Übrigens bei der GTS 10 XC auch nur 63. Und jetzt ist es spannend, denn die neue Säge ist eigentlich der direkte Konkurrent nicht zur großen Dewalt, sondern zur kleinen. Weil die kleine Säge hier ist genauso groß. Wenn wir uns das anschauen, wir haben hier eine Breite von rund 59 cm, die Dewalt hier 56 cm. Dann haben wir eine Tiefe hier an der Stelle von 49 cm. Das heißt also, wir haben quasi genau die Größe dieser Säge, nur eben von Bosch. Übrigens mal ein kleiner Denkanstoß. Eine USB-Platte ist wie dick? Nein, nicht wie dick, wie breit. Wir haben 62,5 cm. Wie weit kann man die Säge ausziehen? 63,5. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass wir selbst mit so großen Platten hier handeln können. Nächster Punkt, riesengroß, auch quasi ein Elefant im Raum, Absaugung. Wir wissen alle, was diese Säge hier macht. Dreck produzieren. Also sie kann gut sägen, das sind alles tolle Sachen, aber sie macht Staub ohne Ende. Und zwar Staub ohne Ende da, wo sie nicht haben will, nämlich nicht nur absaugen, sondern drumherum. Und deswegen sagt Bosch zur neuen Säge Folgendes. Um ganz ehrlich zu sein, hier hatten wir tatsächlich auch etwas negatives Feedback bekommen, was das Thema Stauberfassung angeht. Und hier haben wir deutlich nachgebessert. Wir sehen jetzt Folgendes. Erstens, Bosch sagt, wir haben es optimiert. Es wird echt spannend und schreibt mal unten in die Kommentare, was sind eure Erfahrungen mit den Sägen von Bosch, also mit den Tischkreissägen von Bosch und dem Thema Absaugung. Und ja, ich weiß, das Thema Absaugung ist riesig umstritten. Wir sind ja nicht in einem klinischen Raum und so weiter, das ist völlig klar. Aber es ist schon schön, wenn so viel wie irgendwie geht, bitte nicht drumherum fliegt. So, jetzt ist es so, wir haben hier die GTS 10. Welche Absaugung haben wir hier? Hier gar keine, ja? Sondern wir haben nur eine hinten an der Säge. Bei der neuen Säge haben wir Folgendes, wir sehen es hier, wir haben wieder oben eine Absaugung. Das heißt, wir können jetzt an 2 Punkten absaugen. Wir werden es so ähnlich haben, wie wir es wahrscheinlich jetzt, wie wir es hier sehen. Wir haben halt hier oben eine Absaugung und wir haben natürlich unten auch eine Absaugung. Das heißt, an 2 Punkten können wir absaugen. Was sagt Bosch eigentlich zum Thema Y-Adapter? Es gibt ein passendes Y-Absaugstück dafür. Das findet ihr aber separat im Zubehör, ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Das heißt für euch, ihr habt zwar 2 Punkte, aber der Adapter wird nicht mitgeliefert. Übrigens noch eine Sache für euch, das Thema Anschluss. Wie wird eigentlich der Sauger angeschlossen? Wir haben beim oberen Anschluss, das sehen wir auch hier hinten an dieser kleinen Nase, wir haben da an der Stelle, sehen wir haben einen Click- und Clean-Anschluss. Das ist eigentlich eine coole Sache, wenn du einen Bosch-Sauger hast. Das heißt, du schließt es an und das kann nicht einfach wieder abfallen. Aber die Frage ist, wie ist die Kompatibilität, wenn du einen anderen Sauger hast? Passt das noch? Komme ich darauf ran? Das müssen wir unbedingt mal testen. Eine ganz wichtige Sache ist das Thema Schnitthöhe. Wie hoch kann diese Säge schneiden? Und wir sehen hier im Video, diese Säge ist voll ausgefahren und haben hier eine gesamte Schnitthöhe von 70 mm. Lass uns das mal ins Verhältnis setzen. Wir haben hier bei der großen GTS 10 XC 80 mm. Wir haben hier bei der großen Dewalt fast 80 mm, irgendwo 77. Bei der Säge, bei der kleinen, bei der direkten Konkurrenz ja aufgrund der kompakten Bauweise, haben wir was? Ja, 65 mm. Das heißt, bei Bosch mit 70 sind wir auf jeden Fall oben drüber. Ihr tut mir aber mal bitte einen Gefallen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wann zum Teufel braucht man meinetwegen auch nur 60 mm Schnitthöhe auf einer Tischkreissäge, weil eigentlich bearbeiten wir doch nur Platten, oder? Jetzt sind wir schon so nah am Sägeblatt. Wie ist es denn eigentlich mit dem Thema Spaltkeil? Bei der neuen Säge von Bosch wird nur ein Spaltkeil mitgeliefert. Hier bei Dewalt sind es zum Beispiel 2. Ich habe einmal einen Spaltkeil, der dafür gedacht ist, eben ohne die Abdeckung zu arbeiten, eine eben mit der Abdeckung. Bei Bosch kannst du diese Abdeckung hier extra nochmal abnehmen, um dann entsprechend auch Hinterschnitte zu machen. Die Hinterschnitte nicht, zum Beispiel nur zu schneiden oder so. Ja? Hinterschnitte haben wir nochmal gleich ein anderes Thema. Heißt aber jetzt Folgendes, bei Bosch haben wir nur einen Spaltkeil dabei. Aber wie ist das denn eigentlich, wenn wir den Spaltkeil mal komplett entfernen wollen? Wie machen wir das? Dann ist es so, für was auch immer, ja, wer auch immer, niemand hat die Absicht, jemals einen Spaltkeil abzubauen. Ja, ihr wisst, was ich meine hoffentlich. Aber wie mache ich das dann? Hier bei Dewalt ist es so, dass wir hier eine zumindest höhere Notwendigkeit haben. Das heißt, wenn du das Teil hier nicht haben möchtest, dann machst du Folgendes, dann musst du das ja irgendwie abbauen. Wir haben bei der großen ja die Möglichkeit, hier einfach dran zu ziehen und dann es entsprechend abzubauen oder auch wieder ranzutun und dementsprechend ganz, ganz schnell hier auf das Kleine hier zu wechseln. Bei der kleinen hier ist es nicht so. Hier musst du wirklich in so einem fummeligen hier unten drunter greifen und hier so was drehen und dann kannst du es irgendwann abbauen. Fein. Hier bei Bosch ist es so, dass du das Ganze aufmachen musst hier ein Hebel ziehen. Und laut Video ist es auch so bei der neuen Säge, dass du auch hier die Abdeckung abmachen musst und musst dann dementsprechend an einem Hebel ziehen, um den Spaltkeil zu entfernen. Ja? Also da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Zum Sägeblatt selber brauchst du natürlich immer noch einen Schlüssel. Kommen wir zu einer Sache, die die neue Säge nicht hat, und zwar ist es genau das hier. Wir haben keinen Schiebeschlitten mehr, beziehungsweise bei der kleinen Version zumindest nicht. Wenn wir uns das anschauen, diesen Schiebeschlitten, den wir hier bei der GTS 10 XC haben, haben wir bei der kleinen auf jeden Fall nicht. Vielleicht kommt ja demnächst auch noch mal ein Nachfolger der GTS 10 XC. Wahrscheinlich. Und da ist die Frage, ob das hier wieder mit dabei ist. Viele von euch lieben diesen Schiebeschlitten, ich eher weniger, aber das ist vielleicht auch so ein persönliches Ding. Aber das nur als Hinweis, das ist nicht dabei. Und ihr seht das ja hier auch, wo die Säge schräg hingestellt ist, seht ihr, da ist einfach kein Schiebeschlitten, ja, oder keine eingebaut. Brauchen wir aber auch nicht zwingend. Was wir aber vielleicht manchmal brauchen, ist genau das hier, ein Winkelanschlag. Und was haben die alle gemeinsam? Das ist hier bei allen 3 Geräten immer dasselbe. Wir arbeiten das ein und wir hören es sogar. Das heißt, wir können es hier drin so hin und her bewegen. Das ist hier bei der großen genauso, das ist aber auch hier bei der hier. Ja, genau dasselbe. Und was passiert denn, wenn ich hier ein Spiel habe? Das heißt, ich habe keinen perfekt winkligen Schnitt im Zweifel. Ja, das ist ein Riesenproblem. Aber was haben wir jetzt bei der neuen? Ganz einfach. Hier sehen wir entsprechend exzentrische Kunststoffringe, wo du Folgendes machen kannst. Du kannst es ein bisschen rein, ein bisschen rausdrehen, um ein perfektes Gleiten zu gewährleisten. Dadurch ist es so, dass du jetzt hier in dieser Schiene das Ganze einsetzt, das für dich einstellst, dass es spielfrei läuft. Auch nicht zu viel, sondern hält es fest, sondern spielfrei läuft. Und dann hast du eben genau das hier nicht mehr. Dieses Geklapper. Finde ich cool, dass jetzt dabei ist. Ich muss sagen, es gab andere Hersteller, die sowas schon eingesetzt haben. Und da war ich so, naja, es klappt so halbwegs, halbwegs nicht. Bin ich super gespannt, ob es bei Bosch besser ist. Kommen wir zu einer Funktion, die kein Mensch braucht, aber doch irgendwie eigentlich ganz cool ist. Und zwar die Winkelverstellung vom Sägeblatt. Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier 0 Grad, wir haben hier 45 Grad. Ja?
wunderbar, kann man alles einstellen. Kann man an der Säge einstellen, kann man an der, kann man an der J einstellen, kann man überall einstellen. Ja? Wie komfortabel ist jetzt mal dahingestellt. Ich muss sagen, bei Bosch hier zum Beispiel ist es wirklich sehr schön gewesen schon, wie man das Ganze verstellen kann. Okay. Aber wir haben hier die Möglichkeit, auch Hinterschnitte durchzuführen. Nämlich, wir können hier an der Stelle, hier sehen wir das, da können wir wirklich auf -2 Grad und an der Stelle können wir auf +2 Grad. Das heißt, wir können auf -2 bis +47 Grad sägen. Ergo auch Hinterschnitte machen. Wie mache ich das? Jetzt können viele von euch sagen, das geht mit meiner Säge auch. Da brauche ich nur die Schraube hier raus und eine Unterlegscheibe und dann muss ich ja hier was machen und dann kann ich auch weiter. Ja, klar. Aber bei der Säge ist es werkzeuglos möglich. Denn wir sehen hier so ein kleines Metallplättchen. Und das ist auf beiden Seiten. Und du kannst einfach Folgendes machen. Du gehst runter auf 0 Grad, hebst das nach vorne, machst so klack und dann kommst du auf -2 und dann kannst du entsprechend sägen, festmachen, sägen und so weiter. Wenn du jetzt aber einfach sagst, oh, ich brauche das gar nicht mehr, kannst du einfach weiter drehen, dann geht das kleine Metallplättchen wieder runter und schon bist du wieder garantiert auf 0 Grad. Weil in der Regel willst du ja Folgendes machen, du willst bei 0 oder irgendwo bis 45 Grad deinen Winkel haben, aber wenn du auf 0 stellst, willst du auf 0 haben. Ja? Und hier ist es einfach so, du gehst einfach hoch, runter und kannst es verstellen, sofort Hinterschnitte machen. Braucht man nicht wirklich, aber irgendwie schon cool ist das. Was sagt ihr dazu? Lasst uns über den Motor sprechen. Und jetzt eine Sache, die ja ultra krass ist und im Video nur ganz kurz erwähnt wurde. Also heute für euch mitgebracht haben wir tatsächlich die kabelgebundene Variante. Die gleiche gibt es auch noch als Akku-Variante. Ganz genau die gleichen Eigenschaften und die gleiche Leistung, nur einmal eben kabelgebunden oder wer es mobiler mag, als Akku-Variante. Wir sind hier zwar im Kabelbereich, aber trotzdem extrem kompakt und leicht. Und wer möchte, kann eben auch einfach die Akku-Variante hier nehmen. Ne? Und haben wir da richtig hingehört? Ja, die Säge kommt als 18 und als 230 Volt Version. Und lasst uns erstmal über die 230 Volt Version sprechen. Wir haben hier einen Motor mit einer Kraft von 1850 Watt. Jetzt aber die Frage, haben die jetzt zwei verschiedene Motoren? Also hat die 18 Volt Version einen anderen Motor als die 230 Volt Version? Da sagt Bosch, sie sind ja annähernd identisch. Bis auf da ist ein Kabel dran, da ist ein Akku dran. Aber was bedeutet das denn? Die 18 Volt Version hat einen Brushless Motor. Das ist nicht bestätigt. Ich weiß es nicht. Ja? Das heißt aber, dass der 1850 Watt Motor brushless ist, das heißt eine viel höhere Effizienz hat. Das würde theoretisch bedeuten, dass dieser Motor stärker ist als der in der großen Dewalt. Das ist schon krass. Das könnte das bedeuten, ja, wenn es wirklich der identische Motor ist. Aber es heißt auch, wir haben jetzt diese Säge sofort auch als 18 Volt Säge dort. Da würde mich eure Meinung mal interessieren, weil ganz viele von euch sagen, eine Tischkreissäge mit 18 Volt, das ist mir ja gar nichts. Aber es ist ja eine mobile Säge, die du mitnehmen kannst. Ja? Und da würde ich sagen, ist die 18 Volt Version schon eine geniale Sache. Und ihr schreibt mal bitte in die Kommentare, soll ich das mal testen? Soll ich mal testen, wie viel Kraft hat sie denn? Und ist es wirklich ein Unterschied zwischen den beiden? Würde mich echt interessieren. Ein weiterer Aspekt, der auch mit dabei ist, das Thema Sanftanlauf. Das ist ja etwas, bei der Säge habe ich einen Sanftanlauf. Viele haben das ja bei der Dewalt kritisiert. Ich habe hier keinen Sanftanlauf. Das heißt, wenn ich die Säge anmache, knallt sie mit ihrer vollen Leistung los. Manche sagen auch, Mensch, das erschreckt mich, das irritiert mich auch. Und das haben wir bei der neuen Bosch. Dort haben wir eben den Sanftanlauf gleich mit dabei. Ich schätze mal, das liegt aber auch daran, dass wieder die 18 Volt und die 230 Volt Version einfach identisch sind. Ihr müsst mir hier bei einer Sache will ich noch mal helfen, und zwar, diese Funktion verstehe ich nicht. Ich verstehe sie nicht, ich verstehe sie nicht, ich verstehe sie nicht. Denn wir haben hier, sowohl rechts als auch links, haben wir zwei Klemmzonen, genau hier und da, die dafür da sind, um entsprechend eine Klemmzwinge hier anzusetzen. Wenn ich das mache, könnte ich jetzt hier mir irgendwie ein Stück Holz drauf tun. Ja, aber wozu? Also, ich habe jetzt meine Klemmzwinge, packe die da ran, mache da ein Stück Holz drauf, aber das Holz säge ich ja nicht. Aber wozu ist das Holz denn da? Weil ich kann jetzt auch keinen Winkel machen, ich möchte hier einen geraden Schnitt machen. Also wozu genau sind diese Klemmzonen aus eurer Sicht da? Ich habe zwar gehört, was der Kollege da gesagt hat, aber ich habe es einfach nicht verstanden. Hier steht nämlich ganze 4-mal Clampzone drauf. Heißt das, da klemme ich mir irgendwas ein oder? Habe ich am Anfang auch gedacht, ob ich auf meine Finger aufpassen muss. Nein, es sind spezielle Punkte, wo einfach an der Unterseite die Flächen vergrößert wurden. Wenn ihr mal wirklich Plattenmaterial verwendet, habt ihr die Möglichkeit, hier ganz einfach Schraubzwingen anzubringen und ihr habt somit eine super Auflagefläche und könnt die Schraubzwinge festmachen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht.
Und jetzt haben wir uns alles mal angeguckt. Also es gibt noch eigentlich viel mehr zu sagen zu der Säge. Wir können uns noch ein paar Details angucken und demnächst haben wir sie ja auch hier. Aber ich wollte, dass ihr das mal seht. Was kommt da auf uns zu? Wenn die Säge da ist, werde ich wahrscheinlich Folgendes machen. Mal schauen, was kann die Absaugung, wie stark ist die Säge eigentlich im Verhältnis und so weiter und so fort. Ihr schreibt mir bitte Folgendes. Schreibt unten in die Kommentare, was für Fragen habt ihr? Dann werde ich das gleich im Video, sobald die Säge rauskommt, entsprechend testen. Und sagt ihr, Mensch, die Säge ist genau das, worauf ich immer gewartet habe? Oder sagt ihr sogar, ey, Leute, das ist zu spät. Ich habe mir schon längst eine Dewalt, eine Flex oder irgendwas anderes gekauft. Würde mich super interessieren. Und ich werde jetzt mir nochmal ganz genau dieses Video nochmal anschauen und für euch ran ans Werkzeug bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich. Endlich mal eine neue Säge. Endlich mal eine neue Säge.